Ja, über die Praxis möchte ich sprechen mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, Manuel Ostermann. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Hallo, viele Grüße. Schauen wir gerne einmal auf die Praxis der Flüge, die jetzt also weiter nach Deutschland kommen, aus Afghanistan über Pakistan. Weiß da wirklich niemand so richtig, wer da mitkommt? Was erzählen vor allem die Kollegen von der Bundespolizei, wie man dann so in Empfang nimmt? Ja, genau, das ist die spannende Frage. Wir wissen nicht genau, welche Personen da sich drauf befinden. Wir wissen nicht, ob die Identität zweifelsfrei feststellbar ist und noch viel schlimmer. Wir wissen vor allem, dass die Sicherheitsüberprüfung nicht lückenlos ist. Es ist schon ein handfester Skandal, dass NGOs überhaupt entscheiden, wer in solche Aufnahmeprogramme kommen. Und noch viel schlimmer ist, dass das Auswärtige Amt Passersatzpapiere ausstellt, Visa in die Ausweise belegt, wo wir wissen, dass die Dokumente verfälscht oder gänzlich gefälscht sind. Und das ist ein echtes Sicherheitsrisiko. Das hat nichts mit dem Ursprung des Gedankens zu tun, sondern das ist ideologisierte Politik, die in einer konkreten terroristischen Bedrohungslage, die wir in Deutschland haben, völlig inakzeptabel ist. Insofern muss dieses Verfahren sofort gestoppt werden und wir brauchen auch einen Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag, der sich diesem Thema nochmal sehr effizient widmen sollte. Jetzt muss man natürlich sagen, über diese Flüge kommen, wenn man auf die Personenzahlen schaut, noch immer vergleichsweise wenig Menschen ins Land. Natürlich sind es vor allem noch immer die Grenzen, die jetzt hier in Deutschland ein großes Thema sind. Auch heute wieder bei den Sondierungen von Union und SPD. Grenzkontrollen, sogar Schließungen werden da immer wieder diskutiert. Was kann denn die Polizei da noch leisten? Man muss ja sagen, diese Kontrollen, die gibt es ja schon. Sie haben völlig recht und ich blicke mit großem Erstaunen auf diese Debatte, weil wir hier perfekte politische Blendgranaten erleben. Niemand will eine Grenzschließung, sondern wir wollen kontrollierte Grenzen. Wir wollen den Migrationsdruck eindämmen und wir wollen vor allem nationales Recht anwenden, soll also heißen, konsequente Zurückweisungen an einer deutschen Binnengrenze. Artikel 16a unseres Grundgesetzes und das Asylgesetz sprechen da eine ganz klare Sprache. Und ich kann da nur dran appellieren. Sowohl die Sozialdemokraten sollten vorsichtig sein, mit Rhetoriken um sich zu werfen, die völlig fehlplatziert sind. Das ist wie, als wenn ein Blinder von der Farbe spricht. Und die Union sollte tunlichst daran festhalten, ihr Wahlversprechen um und durchzusetzen. Hier geht es um die Integrität des Rechtsstaats. Hier geht es aber vor allem auch um die Wahrung der inneren Sicherheit und damit auch um das Versprechen, dass verfassungsrechtliche Schutzversprechen um und durchzusetzen. Und die Bundespolizei macht es schon seit vergangenem Jahr und wir können es auch, und ich sage Ihnen das ganz offen, wir warten doch nur darauf, dass wir geltendes Recht auch formvollendet und vollumfänglich anwenden dürfen. Es ist die politische Verantwortung und daran werden wir sie jetzt auch festmachen, nicht nur laut reden im Wahlkampf, sondern auch staatspolitisch verantwortlich handeln, wenn es darauf ankommt. Und das werden wir jetzt sehen. Herr Ostermann, Sie haben gerade gesagt, wie der Blinde von der Farbe. Jetzt muss man sagen, bisher ist das Innenministerium in SPD-Hand. Und im Zeitraum Januar und Februar 2025 haben insgesamt 29.947 Personen einen Asylantrag in Deutschland gestellt. Und das ist gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres eine Abnahme von 43,4%. Das ist doch schon ein Erfolg. Das ist ein großartiger Erfolg. Wir erinnern uns zurück an das vergangene Jahr, wo man gesagt hat, die Bundespolizei kann das nicht und es bringt auch nichts. Und wir sehen jetzt sehr eindrucksvoll, A, was das für einen Dominoeffekt auf unsere Anrainerstaaten haben mit dem Stichwort einer gesamteuropäischen Lösung und B, wie sich der Migrationsdruck nach Deutschland minimiert hat. Und schon deshalb ist es genau folgerichtig, dass wir nationales Recht eben vollumfänglich anwenden. Soll also heißen, unzulässige Anträge sind unzulässige Anträge und gehören zurückgewiesen. Und ich verspreche Ihnen, die Bundespolizei kann das. Die Bundespolizei wartet darauf. Und wenn wir eine gesamteuropäische Lösung anstreben wollen, und das müssen wir, insbesondere mit Drittstaatsverfahren, dann hat die Bundesrepublik Deutschland eine zentrale Rolle. Wenn wir diese konsequente Rechtsanwendung wieder nicht anwenden, dann werden wir an dieser Migrationskrise scheitern, gesamteuropäisch, aber insbesondere mit Blick auf der inneren Sicherheit national. Und hier geht es tatsächlich um staatspolitische Verantwortung. Es ist nicht nur ein hochtrabendes Wort, sondern es ist in der aktuellen Zeit dringender denn je. Und daran müssen sich Herr Merz und Herr Klingbeil messen lassen. Keine faulen Kompromisse mehr, nicht Schräubchenkunde, sondern eine fundamentale Kehrtwende. Dafür braucht es keine gesetzlichen Novellierungen. Es liegt alles auf den Tisch. Und wenn die Damen und Herren sich mal mit den Experten unterhalten, werden sie es auch bestätigt bekommen. Sagt Manuel Ostermann. Vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen.